Eine wirklich sehr traurige Entwicklung. Und zwar werden die Giggle Lucky Boxen wohl tatsächlich mit der Serverwartung direkt entfernt. Wo ich einfach nur sagen muss, sowas muss einfach klarer und besser kommuniziert werden in Zukunft. Das ist immer schon ein Problem gewesen bei Flive, dass es nicht klar ist bis zum Ende des Events, was eigentlich los ist. Das Event ging jetzt 6 Wochen und trotzdem war nicht klar, was mit den Eventtexten gemeint ist. Und ich finde es einfach furchtbar, dass es einfach nicht... Ich meine, sie wissen von Anfang an, wann es entfernt wird. Schreibt doch einfach ein Datum rein, wann es entfernt wird. Weil, schaut mal auf U. Hier steht, das Second Anniversary Event geht bis 20.06.2359. Wie kann es also sein, dass ein Item von diesem Event vor dem Ende des Events entfernt wird? Also diese Giggle Lucky Box wird jetzt mit Eventende entfernt. Das Event selber geht dann aber noch 13 Stunden länger. Das ergibt einfach keinen Sinn. Und außerdem, was mich auch total aufregt, ist, auf der Event-Homepage, ich habe jetzt lustigerweise keine hier, wow, der Chart keine Second Anniversary Box 1, aber hier müsste es dabei stehen. Bei der Second Anniversary Box 1 oder generell bei den Second Anniversary Boxen steht dabei, dass sie scheduled to be reclaimed within a period of time after the event ends. Das heißt, hier steht dabei, die wird auch entfernt, aber erst oder halt nach einer gewissen Zeit nach dem Eventende. Also hier heißt es eigentlich effektiv, ja, gut, es wird auch entfernt, aber nicht direkt. Das steht aber auf der Website überhaupt nicht drauf. In der Eventbeschreibung steht überhaupt nicht, dass die Second Anniversary Boxen entfernt werden. In-game steht aber, die werden entfernt. Zwar nicht wann, aber auch nach Eventende. Aber bei der Eventbeschreibung selber stand das auch gar nicht dabei. Also ich finde das einfach unfassbar, dass man das einfach nicht klar ausdrückt. Ich meine, wisst ihr eigentlich, wie viele Leute da morgen komplett GF-punktet sind? Das kann man und will man sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute da morgen alle ihre Boxen verlieren, wochenlanges Grinden und das einfach nur wegen schlechter Kommunikation. Also warum macht man sowas? Das verstehe ich einfach nicht. Und damit gibt es jetzt das größte Box-Opening aller Zeiten. Ich weiß nicht genau, wie viele Boxen ich habe. Es müssten irgendwas zwischen 6.000 und 9.000 sein. Jetzt halt als Video, nicht als Livestream. Eigentlich hatte ich vor, das im Livestream morgen zu machen, am letzten Tag des Events. Aber anscheinend werden die Boxen jetzt schon nachts entfernt, beziehungsweise früher morgen. Und entsprechend müssen wir jetzt alle Boxen öffnen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir öffnen direkt alle 443. Ich meine, die Items sind ziemlich langweilig. Es sind einfach die verschiedenen Pet Candies, Ampli, Pickup Pet, dann die All Selection und Berry Selection Box, was 80% ausmacht. Also das wird fast alles sein. Und im Endeffekt ist halt die Frage, wie viele Tagesschriftrollen der Gruppeneffekte bekommen wir? 0,1% Chance, Pet Candy A 0,2% Chance, Pet Candy B 0,4%. Also die 3 Items, sage ich mal, sind die besten. Vor allem Pet Candy A und Tagesschriftrolle. Das sind eigentlich so wirklich die Hauptgewinne, weil das halt wirklich beides sehr wertvolle Items sind. Also Tagesschriftrolle ist viel wertvoller als Pet Candy A, wenn man es jetzt rein von dem Penya-Wert berechnen würde. Aber Pet Candy A ist für mich trotzdem irgendwo interessanter auch, weil es einfach praktisch auch nutzbar ist. Aber ja, im Endeffekt werden wir jetzt einfach alle Boxen öffnen. Viel Spaß. Ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, wie viele Schriftrollen denkt ihr, bekomme ich. Wir haben eine 0,1% Chance. Das heißt, der Erwartungswert wäre hier so 1 zu 1000 circa. Ja, hier sind es 443 Boxen. Also eine ganz okaye Chance, aber alles andere ist garantiert. Ich sag 3, 2, 1 und wir legen los mit Character Nummer 1, meinem Grind Boy. Und wir haben keine Schriftrolle bekommen. Okay, das war schon mal der erste. Wir haben 3 Pet Candy A bekommen und keinen B. Sehe ich das richtig? Tatsächlich, oder? Kein B. Nee. Kein Pet Candy B, aber 3-mal A. Lol. I take it. Ja, das würde ich sagen, ist ziemlich gut. 35 F, 14 E. Ja, da kommt schon einiges zusammen. Das ist halt nur ein Char, klar, hauptsächlich F-Candies. Aber das auf jedem Chart sozusagen, das ist einiges. Damit kann man etliche Pets züchten. Das ist nice. Ja, dann mein zweiter Elementor, der Zitronius. Ich habe hier 441 Boxen, 2 weniger, oder? Fast die gleiche Anzahl. Und ja, gleiches Spiel. Jetzt sind wir dann quasi bei 800 Boxen. Also jetzt wird die 1-Tages-Schriftrolle schon. Also ich meine, jetzt könnte sie eigentlich kommen. Ich sag, sie kommt und sie ist nicht gekommen. Diesmal haben wir aber B-Candies bekommen, 2 Stück und 4 A-Candies tatsächlich. Und ein bisschen weniger F-Candies, aber weniger F-Candies finde ich eigentlich ganz okay. Pickup Boost, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, das Item ist mir auch ehrlich gesagt auch vollkommen egal. Einmal dieses Green Sailor Set, das habe ich ganz vergessen, dass das da auch drin ist.
Nur 9 mal Power Dice Box finde ich ziemlich wenig tatsächlich. Und ja, das war Nummer 2. Und zu guter Letzt auch mein dritter und letzter Elementor auf dem FEC-Server. Leider nur 297 Boxen. Auf dem FEC-Server habe ich das mit dem Event Dungeon nicht so ernst genommen. Und da war es mir ehrlich gesagt auch ja, ein bisschen egal, muss ich echt zugeben. Weil ich hier einfach viele Sachen nicht brauche oder nicht so sehr brauche. Und entsprechend sind auch die Belohnungen keine Tagesschriftrolle, kein Pet Candy A. Aber 16 Power Dice Boxen. Also man sieht vor allem mit Power Dice Boxen unterscheidet sich das Ganze extrem. Aber ja, wie schon gesagt, hier ist mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig gewesen. So, nächster Char. 419 Boxen auf meinem Knight. Und wieder keine Combined Party Scroll. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon bei weit über 1000. So langsam müsste eigentlich mal eine kommen. Also ehrlich gesagt brauche ich sie auch gar nicht mehr. Es ist eh nur einen Tag. Aber Alter, was geht denn hier ab? Der hat 6 Mal das Set bekommen? Also ich habe jetzt echt nicht drauf geachtet bei den anderen. Vielleicht war da 1, 2 Mal das Set dabei. Aber 6? Wow, das ist unlucky, würde ich sagen. Ja, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass wirklich alle meine Chars eine andere Anzahl an Boxen haben. Gründe dafür sind unterschiedlichster Natur. Interessanter ist jedoch, kriegen wir jetzt endlich eine Combined Party Scroll, weil wir haben jetzt wieder 390 Boxen. Ja, also das war jetzt echt schwierig, eine zu bekommen. Aber zugegebenermaßen 0,1% Chance ist halt auch wirklich nicht sehr viel. In dem Fall war es jetzt 4 Green Sailor Set, direkt mal 3 wegschmeißen. Kein Pet Candy A und kein Pet Candy B. Nächster Char, wir sind aktuell bei einer Schriftrolle. Ich hoffe, ich kann es mir merken bis zum Ende, oder ich schreibe es mir am besten wahrscheinlich auf. Nächster Char, 400 Boxen und wir haben immer noch nur eine und 5 Sets diesmal bekommen. Ein Pet Candy A und 6 Candy B. Ich wollte schon sagen, schon wieder keine, aber nope, 6 Stück tatsächlich. Das ist ziemlich viel. 429 weitere Boxen und wieder keine Scroll. Also wir haben echt erst eine bekommen. Ich habe jetzt einen Überblick verloren, wie viele Boxen wir schon geöffnet haben. Aber es müssten schon weit über 2000 sein. Und wir haben 442 weitere Boxen. Und wieder keine Combined Party Scroll. God damn. Und 430 weitere Boxen. Gibt nicht viel zu erwähnen hier. Ja gut, hier lief es wieder ein bisschen besser mit den Pet Candies. Die letzten Parten, glaube ich, keine A-Candies bekommen. Aber immer noch keine weitere Party Scroll. Das ist echt crazy. Weitere 441 Boxen und keine weitere Party Scroll. 2 B-Candies, kein A-Candy. Also es variiert wirklich extrem stark, weil es ja echt immer die ähnliche Boxenzahl ist, aber das Ergebnis ist ganz anders. Weitere 432 Boxen, jetzt aber die nächste Scroll. Nicht mal ein B-Candy. Nicht... Geistesgestört. Kein B-Candy, kein A-Candy, keine Scroll. Yikes. Gucken wir uns nochmal an, was die Chance ist. Also wir haben 0,1 auf die Party-Scroll, 0,2 auf Pet Candy A, 0,4 auf Pet Candy B. Das sind zusammengerechnet 0,7%. Wie zur Hölle kann man aus 400 Boxen da tatsächlich leer ausgehen? Da ist eine Party-Scroll. Ey, ich glaube, das ist echt erst unsere zweite. Also wenn ich jetzt nicht komplett bescheuert bin, sind das jetzt 2 Scrolls aus weit über 3000 Boxen. RIP. Weitere 408 Boxen geben uns 5 Green Sailor Sets. 2 Pet Candy B, kein A, keine Party Scroll. Und die nächsten 419 Boxen. Boah, Alter, wie viele Green Sailor Sets sind das jetzt? 7? Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Und 2 B-Candies. 420 Boxen. Wie könnte es anders sein? Zack, boom. Eine Party-Scroll. Ey, und endlich mal wieder ein A-Candy. A-Candy gefühlt auch wieder 100 Jahre her. Und sogar 4 B-Candies. Das ist definitiv eins der besseren Openings. Und nur 2 Green Sailor Sets. Nee, 3, oder? Nee, 2. Ja, aber bisher läuft es nicht so gut, würde ich sagen. Endlich mal wieder Bühne auf für den Night Styler. Ja, 432. Und er zieht eine Party-Scroll. Ja, moin. Das war jetzt Nummer 4, wenn ich mich nicht täusche. Leider wieder kein A-Candy, aber nur ein Green Sailor Set. Das gefällt mir. 2 Pet Candy B. Passt. Und das müsste auch der letzte Burudeng-Char gewesen sein. So schnell ist schon wieder alles vorbei. 447. Ich glaube, das sind sogar die meisten Boxen, die wir bisher hatten. Und wieder eine Party-Scroll. Das macht 5. Haben sich die Party-Scrolls alle bis zum Ende versteckt. Waren das jetzt nicht sogar 2 oder 3 in a row?
A-Candy zwar kein, aber 5 B-Candy passt und weniges Green Sailor Sets. Es wird jetzt gleich bei Green Sailor Sets alles zwischen 1 und 7. Also es variiert wirklich extrem. Aber gut, ist ja logisch. Die Wahrscheinlichkeiten von allem außer Ore und Berry Select Box ist ja auch extrem niedrig. Und dann schließen wir das Ganze auch im Schnelldurchlauf einfach ab. Ich habe jetzt noch alle meine restlichen FEC-Charakter basically. Genau. Wie habe ich das aus irgendeinem Grund 1 aus Versehen eingetippt? 132 Boxen. Keine Party-Scroll. Keine B- und A-Candies. 124. Keine B- und A-Candies, keine Party-Scroll. 132. Ein A-Candy, ein B-Candy. 200. Ein A-Candy, kein B-Candy, keine Party-Scroll. Ein A-Candy. Okay, FEC kriegt auf jeden Fall gute A-Candies im Vergleich zu Borodeng, wo wir überall doppelt so viele Boxen hatten. Keine B-Candies, keine A-Candies, keine Party-Scroll. Und zu guter Letzt 337 und keine Party-Scroll, 2 B-Candy, kein A-Candy. Ja, und damit war das auch schon unser Box-Opening, unser großes. Es war jetzt natürlich ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich live im Stream machen, mit so ein bisschen Wetten und so, was wir bekommen und so weiter. Und dann auch zusammen öffnen, also jeder macht seine Boxen auf und so. Aber jetzt wurde das Ganze ein bisschen vorgezogen. Wie schon gesagt zu Beginn, ich finde die Kommunikation bei solchen Events halt einfach schwierig. Und ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, ja gut, es stand ja da, die Boxen werden entfernt. Das ist absolut richtig. Ich habe im Stream auch gesagt, wer auf Nummer sicher gehen will, muss sie heute öffnen. Aber trotzdem ist halt diese Frage immer so, aber wird das Event beendet und so. Also es gibt immer diese Unsicherheiten bei jedem Event aufs Neue, weil es einfach nicht klipp und klar dasteht. Da steht einfach nur, die Boxen werden zum Ende des Events bzw. nach dem Ende des Events entfernt. Ja, aber was bedeutet das? Wann werden sie entfernt? Wenn man da einfach ein Datum reinschreibt, zum Beispiel, die Boxen werden an der Serverwartung zum 20. Juni entfernt. Dann ist klipp und klar, welche Serverwartung gemeint ist, was nach dem Event bedeutet. Es ist einfach nicht eindeutig genug. Und offensichtlich, wenn jedes Mal zig Leute, hunderte Leute die Frage stellen, wie ist das jetzt? Wann werden die Sachen, dann ist es ja offensichtlich nicht klar. Man kann natürlich immer klug scheißen und sagen, ja, es steht ja da und so. Ja, aber offensichtlich ist es nicht klar, sonst würden nicht jedes Mal 100 Leute fragen. Das heißt, es ist eben nicht klargestellt, es steht nicht offensichtlich da. Und ich meine, das Schlimmste, was ich jetzt eigentlich dran finde, ist eigentlich, dass sie tatsächlich jetzt noch eine Erinnerung rausgehauen haben, dass man seine Boxen öffnen soll. Die Erinnerung kam um 3 Uhr nachts deutsche Zeit. Man bedenke, es ist Mittwoch auf Donnerstag. Warum kommt diese Erinnerung nicht schon 24 Stunden vor Eventende und dann jede volle Stunde einmal? Das ist nur eine kurze Chat-Nachricht. Hier, denkt dran, eure Boxen zu öffnen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch mal im Chat steht. Nee, es wurde nur einmal gepostet, glaube ich. Ja, also warum postet man sowas nicht früher? Ich meine, literally 5 Stunden vor Eventende bringt das halt auch nicht mehr so vielen Leuten was, weil das liest halt auch nur, wenn du online bist und so. Und Modmail hat mir jetzt auch endlich geantwortet, by the way. Ich glaube, zu Beginn des Videos habe ich das schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe auch Modmail geschrieben um 18:30 Uhr, haben mir nach 9 Stunden dann tatsächlich auch endlich mal geantwortet und gesagt, ja, die Boxen werden tatsächlich heute entfernt. Ich hatte gehofft, dass ich diese Nachricht ein bisschen früher kriegen würde, dass ich sie im Stream raushauen kann. Ist leider auch nicht passiert. Damit man etwas Offizielles einfach hat. Nochmal zur Bestätigung, dass die Boxen auch wirklich geöffnet werden müssten. Da hätten wir es auch live im Stream machen können, aber Modmay hat sich halt, wie gesagt, leider sehr viel Zeit gelassen dafür. Ich meine, ist jetzt auch nicht schlimm, werfe ich ihn jetzt auch gar nicht vor, davon mal abgesehen. Aber alles in allem halt einfach wieder etwas unglücklich gelaufen. Und wie gesagt, wenn man das einfach von vornherein klipp und klar feststellt, dann können solche Missverständnisse nicht mehr aufkommen. Und ich hoffe einfach drauf, dass doch viele Leute jetzt einfach gesagt haben, ey, ich öffne jetzt einfach meine Boxen und bin ich auf der sicheren Seite. Weil jeder, der es nicht getan hat, wird morgen wahrscheinlich ein böses Erwachen haben. Und das wird auf jeden Fall richtig wehtun, weil dann wochenlange Arbeit quasi komplett umsonst war. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Einzige ist, was morgen endet, weil ich werde jetzt natürlich meine anderen Boxen nicht öffnen, also meine Second Anniversary Boxen. Da stand ja nirgendwo was davon, dass sie gelöscht werden. Also wenn sie die morgen auch löschen, das wäre geistesgestört, weil das steht nirgendwo. Außer hier natürlich, aber da steht auch Period after the Event ends. Also es klingt nicht so, als wäre es zum Eventende. Aber ja, es ist einfach ein bisschen wild. Grundsätzlich finde ich sowas, wenn irgendwas gelöscht werden sollte, immer frühestens eine Serverwartung nach dem Eventende. Es geht meiner Meinung nach gar nicht, dass sowas quasi überlappend am letzten Tag schon gelöscht wird, weil es einfach zu kurzfristig ist. Meine persönliche Meinung.
Aber egal, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr so rausbekommen habt. Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, hatten wir 5 Party-Scrolls. Vielleicht hat es ja jemand von euch richtig getippt. Ich werde die Boxen im Nachhinein auch noch zusammenzählen wahrscheinlich, zumindest so grob, wie viel es jetzt insgesamt waren. FEC müssten das jetzt so ungefähr 2000 irgendwas gewesen sein. Vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr als 2000 oder ein kleines bisschen weniger. Borodeng müssten es eigentlich so, ja, eigentlich mindestens 6000 gewesen sein. Also, wie schon gesagt, so irgendwas zwischen 5 und 8000 Boxen waren das jetzt. Dafür habe ich 6 Wochen lang diesen Event-Dungeon gegrindet. Würde ich rückblickend sagen, dass es das wert war? Ehrlich gesagt ist es schwer zu sagen, noch so ein kleines Fazit. Also ich habe jetzt nicht die genaue Anzahl der Pet Candies am Start. Es sind offensichtlich sehr viele F- und E-Candies. C und D sind auch schon relativ wenig und B und A, wie wir gesehen haben, sehr wenig. Teilweise hatten wir in über 400 Boxen kein mal A, kein mal B. Da war die Ausbeute jetzt echt nicht so geil, aber es war ja klar, wie gesagt, die Chance war ja ziemlich gering. 0,6% auf B und A zusammen, 0,2 lediglich auf A. Also es ist ein bisschen weniger, würde ich sagen, als ich erhofft hatte. Vor allem die F-Candies sind halt ein bisschen, naja, so Yikes, weil F-Pets... Also du kannst halt keine Reroll-Pets nehmen, die weiterzüchten, sondern musst entweder Egg schlüpfen oder halt dir selber F-Pets, naja, kaufen von anderen Leuten. Egal. Jedenfalls, das ist jetzt nicht so die insane Value. Das Problem ist halt, ein Großteil der Value steckt halt einfach in diesen All-Select-Boxen. Ich habe jetzt halt auf jedem Charakter Pi mal Daumen wahrscheinlich Minimum 100, auf jeden wahrscheinlich auch sogar, naja gut, mehr als 200 auf keinen Fall, aber so zwischen 100 und 200 Boxen. Und das muss man halt einfach bedenken. Das sind 14.000 Errands oder Minerals. Also man würde natürlich eher das teuerste nehmen wahrscheinlich, wenn man es dann wirklich mal einlösen würde. Und ich meine, das ist schon heftig. Ja? Wenn man sich das mal zusammenrechnet, das sind genug Materialien, um wahrscheinlich 2 Sets oder vielleicht sogar 3 Sets auf Borodeng plus 10 zu machen. Das heißt, ich brauche im Endeffekt nie wieder Materialien farmen oder kaufen für die nächsten 2, 3, 4 Upgrade-Sessions, also probably für das nächste halbe oder ganze Jahr oder so, je nachdem wie viel ich upgrade, war jetzt in letzter Zeit nicht sehr viel, also wird wahrscheinlich ewig halten. Genau das gleiche bei den Berries. Berries sind jetzt auch so ein Randthema, was viele Leute nicht so wirklich auf dem Schirm haben, aber auch hier ist es im Endeffekt dasselbe. Hier kriegt man sogar mehr als 100, also das ist schon mal nice. Und hier hat man auch auf jedem Charakter zwischen 100 und 200 Boxen. Das sind zigtausende Berries, die wir hier nochmal in diesen Boxen haben. Und auch da ist es so, ja klar, die sind an sich nicht viel wert, genau wie die Materialien, wobei die Berries sind noch wesentlich weniger wert als die Materialien, aber trotzdem. Aber die Masse macht es einfach und wenn du die Items brauchst, hast du sie ja tonnenweise rumliegen und musst sie einfach nie oder für eine sehr lange Zeit nicht mehr kaufen. Und das ist halt einfach eigentlich die Main Value. Diese Pet Candies und die Party Scroll, das war eigentlich nur die Cherry on top. Es ging ja wirklich eigentlich hauptsächlich um diesen Massenloot. Und klar, jetzt kurzfristig kann man sagen, naja toll, was will ich jetzt mit 200.000 Materialien, mit 5 Milliarden Berries, was will ich jetzt so kurzfristig damit, schon klar. Aber langfristig ist das halt einfach, ja, nie wieder Berries kaufen, nie wieder Materialien kaufen. Das spart sehr viel Geld, auch Zeit theoretisch. Jeder Charakter hat das Zeug rumliegen, also muss nie wieder Materialien hin und her tauschen und so weiter. Also es ist schon ziemlich nice eigentlich. Einzige, was mir gar nicht gefällt, ist der Scroll of Pickup Boost. Ist sicherlich nicht schlecht, also ich sehe auf jeden Fall den Sinn dahinter. Allerdings hält es halt nur einen Tag und das jetzt jedes Mal einzeln zu aktivieren wieder, naja. Und ich finde selbst die 200% Pickup Pets sind zwar schon nice to have, aber in vielen Situationen sind sie einfach unnötig. Also hauptsächlich, wenn man Hit and Run macht oder extremen Level Speed hat oder extrem viel Monster auf einem Schlag tötet, schnell tötet, also Full Power-Up unterwegs ist, dann ja, dann ist ein Speedset ganz nice, aber so im Normalgebrauch braucht man es halt einfach wirklich nicht. Meiner persönlichen Meinung nach. Eher nicht so krass. Aber egal, es war noch so ein kleines Fazit vom Opening. Das wesentlich krassere Opening, also das war jetzt ja eigentlich das kleinere Opening, was ich als Opening 1 geplant hatte. Ich meine, das hat ja schon ein bisschen gedauert, wie ihr sehen konntet, anhand der Länge des Videos auch. Ein bisschen. Das wesentlich krassere Opening ist das Second Anniversary Lucky Box Opening. Das wird komplett pervers, wenn sie die Boxen nicht löschen. Also ich hoffe, sie löschen sie nicht, aber es stand ja auch nirgendwo, dass die gelöscht werden. Also von dem her sollte es auch nicht passieren. Das wird monumental, weil das sind natürlich die wesentlich krasseren Boxen hier mit Protect, Smating Package, 10% Speedsets und so weiter. Also das wird richtig fett. Genau, und damit sage ich auch schon, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Sorry nochmal, dass ich nicht früher euch sagen konnte, wie das mit den Boxen läuft. Ich hätte es wirklich auch früher nochmal klarstellen oder nochmal nachfragen sollen bei Modmail. Aber ich hatte es ehrlich gesagt bis heute auch selber gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte mir nur heute selber, ja, man sollte echt nochmal drauf Nummer sicher gehen, dass die Boxen auch wirklich echt nicht morgen gelöscht werden. Wie gesagt, dann musste ich 9 Stunden jetzt auf eine Antwort von Modmail warten. Aber wir haben es ja im Stream auch thematisiert.
Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die meisten von euch sind mit der Vernunft gegangen und lieber auf Nummer sicher gegangen und haben ihre Boxen geöffnet. Haut rein, macht's gut, schaut im Livestream vorbei auf jeden Fall dieses Wochenende. Perverse Streams, Bloody Crafting, riesiges Box-Opening von Second Anniversary Boxen, fette Upgrade-Streams auf Burudeng. Also schaltet auf jeden Fall ein, es wird richtig, richtig fett. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.